Hi Leute, willkommen bei Dragomir Baut. Ich bin der Dirk und auf meinem Kanal dreht sich alles um den Waffenbau. So Leute, und zwar, jetzt geht es weiter, nachdem wir beim letzten Mal die Sichtung gemacht haben der Waffen, die wir reparieren wollen. Fangen wir jetzt an und gucken, was wir machen können. Wir fangen an mit dem Messer. Das Ganze wird jetzt noch abgezogen, Rest Latex, Knauf ab, Leder ab. Aber das zeige ich euch dann jetzt gleich. Also bleibt dabei. So Leute, dann fangen wir mal an. Das Ganze muss jetzt hier noch ab. Dann gucken wir mal, wie das aussieht. Erstmal runter damit. So, das ist schon mal runter. Dann gehen wir hin, ziehen noch den Rest von dem Latex ab. Und in dem Fall ja, recht gut geht, weil es halt eine gewisse Dicke hat. Also je dünner das Latex ist, umso schlechter geht es abzuziehen. Dann immer so stückchenweise da drunter holt. Wie ihr seht, ist hier schon an der Stelle hier schon was Latexkrebs. Ne? Muss man halt immer erstmal gucken. So, gehen wir hin. Immer Cutter. Wie gesagt, vorsichtig sein. Ich habe mich da halt schon in den Finger geschnitten. Also immer sehr vorsichtig schneiden. So, eigentlich auch dran lassen können. Irgendwie stört mich das Ganze. So. Das lassen wir mal dran. Das ist alles Abfall. So. Dann gucken wir mal hier. Dann nehmen wir uns irgendein Schmirgelpapier. Können wir um den Empfänger machen, aber da kriegst du manchmal Blasen. Und dann geht er einfach so ein bisschen drüber an den Rändern. So, schon habt ihr das quasi hier schon mal runter. Dann gehen wir jetzt hin, das Teil wollen wir ja auch runter haben. Gehen wir einfach mal großzügig hin. Machen einen Schnitt rundherum. Kann man sich vorher anzeichnen oder man geht halt einmal rum und dann guckt man mal, was da drunter ist und schneiden das Ganze runter. Ich gehe dann immer hin, mache so ein bisschen V-förmig. Quasi wie da, wo ich dann zeige, wie man dann quasi das Bleiband mit rein macht. Bleiband ist in dem Fall hier in dem Griff schon drin, das lassen wir auch. Wie gesagt, ich tausche mal aus, was muss. Wenn die anderen Sachen noch gut sind. Und dann guckt man mal, wie das hier aussieht. Ja, ihr seht, ist der Kernstab. Da tut sich nichts. Naja gut, also das reicht jetzt quasi schon mal zum Abschneiden alles. Dann setzen wir hier einen neuen Knauf drauf. Das tun wir mal ein bisschen auf Seite. Und dann gehen wir hin und gucken uns jetzt das mal an. Die Seite sieht ja noch gut aus. Da müssen wir eigentlich so gar nichts dran machen. Und hier haben wir noch dieses Gefrissel. Ja. Dann gehen wir hin. Ich habe zweierlei Schmirgel. Einmal 280er und das andere ist hier 120er. In dem Fall nehme ich halt alle 120 am Anfang. Dann gucken wir mal, was wir da noch machen können. So. Hier mal hin, nehme ich schon wieder mein Ding, eine Schublade und dann schleife ich erstmal ein bisschen drüber und gucke mal, ob ich dann hier diese Unebenheiten rauskriege. So Leute. Das sieht jetzt schon wesentlich besser aus. Hier ist zwar immer noch so ein bisschen, aber das kann man mit der Farbe nachher ein bisschen kaschieren. Jetzt habe ich gesehen, hier an der Spitze hat sich ein bisschen was gelöst. Das ist aber auch nicht schlimm. Das kann man auch recht schnell beheben. So, machen wir uns noch einen hübscheren Knauf dran. Gehen wir hin, nehmen uns ein Stück Schaumstoffzehner, machen einen, wenn es geht, geraden Schnitt. Man kann sich natürlich vorher auch schon eine Schablone machen.
Dann gehen wir hin, keine Ahnung, machen wir mal das Ganze so ein bisschen fließend. Machen wir so ungefähr wie es vorher war. Ja. Kann man nachher noch wegschleifen, aber das ist so grob dann ungefähr wie das Ganze dann sein wird. Jetzt im Endeffekt machen wir es ähnlich wie es vorher war, nur halt ein bisschen mit spitzer, damit das so ein bisschen zum Parier passt. So, gehen wir hin. So, dann hätten wir quasi schon mal den Knauf. Ja, so wird das dann nachher aussehen. Wie gesagt, der Rest, da gucken wir dann gleich mal. Die Teile haben wir ja schon. Bei dem hier machen wir das jetzt mit dem Spitzenschutz ein bisschen anders. Wie gesagt, hier war ja nichts drin. Wird das Ganze erstmal großzügig eingeklebt. Nehmen wir hin. Machen wir auch noch so ein bisschen. So. Und dann suchen wir uns ein Stück Leder. So. Dann machen wir da ein paar Stücken von. So. So. Jetzt durchgeschnitten. Dann gehen wir hin und kleben das Ganze quasi hier so drauf. Kann man mit Pattex machen, ich mache jetzt mit Heißkleber, damit es halt schneller geht und auch gut hält. Können dann natürlich auch komplett über die ganze Fläche machen. Und dann geht er hin und setzt hier noch 5er Matte drauf. Da gehen wir dann hin, suchen uns ein Stück, was wir hier noch am Rand liegen haben. Ja, das können wir eigentlich schon. Ja, das nehmen wir hier vor. Gehen wir hin, schneiden uns ein Stück ab, gucken, dass das so ungefähr passt. Halbieren das Ganze. Ja, passt nicht so 100%, aber das ist jetzt, ne? Machen wir das so. Können wir eigentlich auch schon mal zuschneiden, müsst ihr jetzt nicht. Ihr könnt natürlich auch hingehen, schneidet das dann später ab. Ich mache jetzt hier mal nur so ein bisschen Linien, dass man dann quasi sieht, ja, wie das drauf kommen soll. Kann man natürlich auch schon von der anderen Seite auch noch machen. Ach, wir schneiden das Ganze einfach aus und zeigen das so. Pass auf. Machen wir einfach. So. Das ist jetzt nicht so ganz schön geworden, aber das ist jetzt quasi ja nur zum Zeigen, wie ich das jetzt mache. Und anschließend dann wird der Rest noch schön geschliffen und dann ist das gut. So. Mal ausschneiden das Ganze. Ups, das war ein bisschen schief. So. So, dann gehen wir wieder hin. Nehmen uns den alten Pattex, weil so für so Außenseiten nehme ich dann halt den Pattex, nicht den Heißkleber. Gehen wir hin. Diesmal mache ich, weil das ein kleines Stück nur ist, mache ich beide Seiten schon. So, noch drauf. Dann nehmen wir irgendwas, wo man da drauflegen kann zum Trocknen. Und dann machen wir dann die zwei Seiten auch noch. So. Muss jetzt nicht so mega dick drauf sein, der Pattex. Das reicht. Jetzt ein paar, also ein bisschen drauf. Also nicht zu dünn, aber auch nicht zu dick. Also das, so die Dicke muss schon nicht unbedingt sein, das ist aber okay. Dann verteilen wir dann noch ein bisschen und dann passt das schon. So. Ja. Dann haben wir die zwei Teile auch. Das lassen wir jetzt auch trocknen. So Leute, der Kleber ist jetzt angetrocknet. Dann gehen wir hin mit den Teilen. Drücken die hier drauf. Gucken, dass das weitgehend hier an den Stellen bündig ist. Ja. Das ist die eine Seite, dann können wir das nachher vernünftig zusammendrücken.
Selber auf der anderen Seite. Das dann noch nicht so wirklich passt hier. Das ist jetzt nicht schlimm, weil das schleifen wir dann nachher bei. So, ja. So Leute, das Ganze ist jetzt soweit trocken. Jetzt gehen wir nochmal mit dem Messer hin und schneiden das Ganze ab. Beziehungsweise bei. Also wirklich scharf ist die Kataklingen nicht. Ist egal, wir müssen sowieso noch ein bisschen schleifen. So, dann haben wir das jetzt schon mal so grob beigeschnitten. Und dann gucken wir mal weiter. Dann nehmen wir wieder Schleifpapier. Bringen das Ganze jetzt erstmal ein bisschen in Form. So, jetzt haben wir das so halbwegs geschliffen. So, dann schneiden wir hier noch wieder so einen 45 Grad Winkel. Und dann gehen wir hin und schleifen das Ganze rund. So Leute, soweit hätte man das jetzt. Ne? Jetzt tun wir hier vorne eine Spitze nochmal, ein ganz bisschen mit Heißkleber. Kann man natürlich auch mit Pattex. Sieht jetzt mehr aus wie es ist. Also wirklich nur so ein ganz kleines bisschen. So. Und schon habt ihr das wieder ausgebessert, was hier vorne los war. Jetzt gehen wir noch mit dem Heißluftföhn drüber und dann können wir anfangen zu latexen. Beziehungsweise zu Flexipaint. Schmeißen wir mal den Heißluftföhn an. So, dann haben wir das Ganze soweit geglättet. Und dann können wir anfangen zu pinseln, würde ich sagen. Ja? So Leute, dann fange ich jetzt mal an, das Messer zu pinseln. Ihr könnt euch vielleicht noch an die Dose aus meinem Video erinnern. Ne? Da habe ich ja aufgesägt und habe den Deckel quasi umgekehrt so reingetan. Dann hält das eigentlich eine ganze Weile, wenn er vorher noch ein bisschen was Wasser mit rein tut. Also wirklich nur so ein bisschen. So, dann gucken wir mal, ob das Ganze noch was taucht. Ja, das fühlt sich schon mal gut an. Das ist noch geschmeidig. Wie gesagt, aus so einer Dose kann man noch je nachdem noch ein paar Waffen rausholen. Jetzt in dem Video, wo ich dann hier die paar Sachen repariere, zeige ich euch mal, wie weit man damit eventuell noch kommt. Also für das Messer hier reicht die Menge auf jeden Fall dicke. So Leute, das Ganze haben wir jetzt eine Schicht schon mal drauf. Das Ganze machen wir jetzt noch so 6 Mal. Reicht meistens. Und dann sehen wir uns wieder, wenn dann quasi alle Schichten drauf sind zur Farbgebung. So Leute, das Schwarze ist jetzt drauf. Mit der Dose, die wir da mal angebrochen hatten. Ja, da habe ich quasi noch das ganze Messer mitgepinselt gekriegt. Also diese 6 Schichten. Also wie gesagt, kann man noch einiges rausholen aus so einer Dose. So, dann fangen wir jetzt mal mit der Farbgebung an. Dafür nehmen wir uns wieder ein kleines Behältnis. Nehmen wir erstmal ein bisschen Gunmetal. Nicht wundern, dass die Dose da nicht so, das ist schon alles getrocknet, da kann nichts passieren, wenn man da drüber tupft. So, nehmen wir ein bisschen was Größeres. Bisschen abtupfen, damit nicht zu viel drauf ist. So, dann gehen wir erstmal wieder komplett mit dem Gunmetal drüber. So Leute, dann hätten wir schon mal das Gunmetal auf der Klinge. Lassen das Ganze jetzt erstmal wieder was trocknen. So Leute, das Gunmetal ist jetzt soweit trocken. Jetzt gehen wir schon mal ein bisschen hin an das Feintuning. So, was machen wir denn da? Nehmen wir uns irgendeine Dosendeckel wieder. Das ist ein bisschen braun drin gewesen, nicht schlimm. So, ist trocken, kann man dann halt drüber
später dann alles in einem abziehen. Muss man jetzt nicht jedes Mal da rausfrickeln. So, nehmt da ein bisschen Farbe oder irgendwas Glattes. Wie gesagt, ich nehme halt immer dieses Modellierteil hier dafür. Habe auch andere Sachen, aber nehmen wir das jetzt für. So, dann fangen wir schon mal an, die Schneide so ein bisschen schärfer wirken zu lassen. Nehmen wir da hin, so ganz dünn Silber. Ja. Und gehen dann so leicht drüber. Dann hat man das schon mal. Gehen wir direkt in eine noch hin. Nehmen noch ein bisschen Gold. So Leute, dann haben wir jetzt das Silber und so schon mal drauf. Also eine Schneide, bisschen Gold für Knauf und Parieren, damit das Ganze ein bisschen sich farblich abhebt. Und dann werden wir nachher noch so ein bisschen farbliche Akzente setzen und dann können wir schon bald Topcoaten. Ja? So, das lassen wir jetzt trocknen und dann sehen wir uns gleich wieder, wenn er trocken ist. So Leute, das Gold ist jetzt auch soweit trocken. Jetzt gehen wir hin und fangen mal an, ein bisschen noch ein paar Akzente zu setzen. Ne? So, fangen wir an. Dann nehme ich Silber. Kann man auch Flexipin Silber nehmen. Aber ich nehme am liebsten halt für Trockenbürsten. Nehmen wir halt Acrylfarbe. Bisschen rühren. Den Schwamm nehmen. Wieder dünn drauf. Eventuell, wenn es zu dick ist, ein bisschen abtupfen. Ja. So. Und dann wieder ganz sachte drüber gehen. So, dann nehmen wir uns noch ein bisschen Gold. Um noch ein bisschen was mehr Akzente reinzubringen. Ich finde immer so ein bisschen noch Acrylgold. Das sieht zu dem vom Flexipaint, das gibt noch mal ein bisschen mehr. Ja. So, weiß nicht. Es glänzt mehr. Aber wirklich nur so dünn drauf. Bisschen dann mit der trockenen Seite, wo nicht so viel Farbe drauf ist. Ich schätze vorher vielleicht noch was abtupfen sollen, aber wir wollen das ja ein bisschen goldener haben. Dann gehen wir halt ein bisschen dann mit der Seite halt, wo keine Farbe dran ist, drüber und tun dann noch die überschüssige Farbe ein bisschen wegstreichen. So. Machen wir ein paar hier auch noch. Dann machen wir aber nicht so viel. So. Damit wären wir quasi schon mit der Farbgebung fertig. Lassen das Ganze jetzt mal trocknen und dann kommt schon der Topcoat drauf. So Leute, das Silber und alles ist trocken. Jetzt können wir quasi hingehen und Topcoaten. So. Dann nehme ich wieder meinen Pinsel, den ich schon 32.000 Mal benutzt habe. Entschuldigung. So. Dann ordentlich einen Klatsch rein. Und dann werde ich das ganze Teil wieder in einem Zug durchtopcoaten. So Leute, dann haben wir den Topcoat drauf. Und hängen das ganze Ding jetzt erstmal wieder zum Trocknen weg. So Leute, das Messer ist jetzt soweit fertig. Jetzt machen wir noch an den Griff Leder noch ein bisschen einfärben und dann ist das so gut wie fertig. So, dafür habe ich schon mal so einen Lederstriemen hier mir irgendwo rausgesucht, den ich hier noch rumliegen hatte.
Dann gehen wir hin. Ja, Pattex brauchen wir noch nicht. Nehmen erstmal wieder doppelseitiges Klebeband. Dafür machen wir uns ein paar Streifen. Kleben das Ganze mal wieder hier so drum. Nur 2, glaube ich, reichen. Ja, den Schwamm den wollen wir noch nicht. So. Je nachdem ruhig ein bisschen großzügiger drum kleben. Nachher, dass das zu kurz ist. So, dann haben wir hier die eine Seite wieder so ein bisschen angeschrägt. Setzen wir dann hier an. Und dann wickeln wir das Ganze rund. Immer noch so ein bisschen nachziehen, damit dann quasi hier die Kanten hier, die Klebe, also die nicht quasi die überlappenden Kanten, dass die ein bisschen gleichmäßig sind. Und dann merkt ihr, dass ein bisschen schief seid. Dann sieht das alles ein bisschen gleichmäßiger aus. So, dann gehen wir hier noch ein bisschen rund. Dann kann man quasi so auslaufen lassen. So, mal schauen. So, das reicht. So, dann brauchen wir jetzt den Pattex. Das brauchen wir nicht mehr. Das auch nicht. Gehen wir hin. Pattex. Ups. Wieder hier so über den Leder, das Stück, wo halt kein Klebeband ist. Lasst wieder so einen Zentimeter oder so frei, ohne Pattex, damit ihr halt noch ein bisschen nachziehen könnt. Wenn ihr ein bisschen saut, also ich hatte jetzt ein bisschen zu viel drauf gemacht, geht einfach mit dem Finger noch so ein bisschen drüber und zieht den überschüssigen Pattex wieder weg. Das ist kein Problem. Habt das da zwar noch an den Finger, aber das ist nicht so gut. So, dann macht er noch das letzte kleine Stückchen hier, die paar Zentimeter. Und noch. So, ja, ein bisschen mehr rausgekommen. So. Überschuss hier wieder wegmachen. Das ist auch nachher ein bisschen blöd, wenn er dann färbt, wenn ihr das dann noch habt. Und da keine Farbe reingeht. So. Dann nennt man das schon mal. Ich mache das jetzt alles mal in einem Schritt. Normalerweise solltet ihr dazwischen halt immer trocknen lassen, um sicher zu gehen. Nämlich wieder ein bisschen Antik-Finish. Damit das Ganze schon so ein bisschen abgenutzt aussieht. Ja. Ich glaube, so langsam kann ich auch mal eine neue Dose brauchen. So, dann haben wir die Farbe drauf. Das Ganze noch mal trocknen lassen. Und dann ist das quasi schon fertig. So, Leute, das war jetzt von der ersten Reparatur. Ich hoffe mal, dass das Ganze euch soweit schon mal gefallen hat. Das ist halt dabei jetzt rausgekommen. Ich denke mal, sieht ganz passabel jetzt aus, oder? Ja. Und damit kann man halt wieder ein bisschen weiterarbeiten, die nächste Zeit. Ne? So, dann hoffe ich mal, das erste hat euch gefallen. Zu den anderen 3 Sachen, die ich repariere, gibt es jetzt die nächsten Tage dann die Videos zu. Wir sehen uns.